So, hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, ihr hattet ja von mir erwünscht ein neues Video. Heute geht es mal, ich sage es wieder falsch aus, aber ich hab zum Glück jemanden, den kennt ihr garantiert von mir, ähm, wo ich sehr stolz momentan drauf bin, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich richtig, dass ich ihn erreichen konnte und dass er mitmacht. Und er ist auch gerade bei mir im TS. Ein Gruß geht raus an Zamir. Moin, moin, danke. Und der kann das natürlich besser erklären, weil er ist ja auf Englisch perfekt, ich nicht. Ne, heute möchte ich euch mal ein bisschen Just for Fun, was man so mit den Waffen auch noch so machen kann, möchte ich euch mal ein bisschen mit dem Zamir zeigen. Das heißt Capture the Flag, sage ich das jetzt richtig aus? Perfekt. Weil du weißt, die tausendprozentigen da draußen, oh, jetzt hat es wieder falsch gesagt und so weiter und so fort. Man kennt es überall. So, also, ist ja hier auch egal, darum geht es ja jetzt gerade nicht. So, dann klickt man hier drauf. Und dann geht hier, ne, auf 3 und dann gehe ich jetzt mal dahin. So, also. Wir haben uns beide natürlich im Vornherein schon geeinigt, wer wohin geht. Und Zamir ist auf Blau und ich muss jetzt auf Rot. Normalerweise, wenn das hier abends richtig losgeht, mit gefühlten 15, glaube ich, 15 Mann sind es meistens immer, ne? Zamir. Die Anzahl der Spieler ist eigentlich egal. Es wird eigentlich nur drauf geguckt, dass bei Capture the Flag, sage ich mal, jedes Team gleich stark ist. Das heißt, meinetwegen auf Rot 10 und auf Blau 10. Richtig. So, Kann auch mal sein, dass es mal ein bisschen Unterschiede gibt. Da hast du mal ein weniger, ein mehr und so weiter. richtig. Also, wie gesagt, wir haben uns im Vornherein schon geeinigt, wir beide. Er ist auf Blau und ich gehe jetzt natürlich auf Rot. So, und wie es der Name schon sagt, wir sollen die Flagge holen. Das heißt, ich klicke mal hier auf das Ding und dann heißt es Teamtakt. Er hat jetzt da drüben, ich gehe mal mit der Kamera drauf auf ihn. Normalerweise macht man das nicht, aber in dem Fall mache ich es mal. Momentan sehen wir ihn noch ein bisschen als Wolke, weil ich gerade angekommen bin auf der Sim. Jetzt baut er sich gerade auf. Ihr seht, er hat blau überm Kopf. So, und wenn das dann normalerweise ich wusste noch gar nicht mal, dass das überhaupt offen ist, dass das jeder machen kann. Also ihr könnt gerne mit euren mehreren Leuten hierher und könnt auch mal testen, wenn ihr wollt. Die Arena ist offen. Also hier kann jeder hin. Ne? Und ihr seht, ich bin rot und ihr seht hier auf der anderen Seite, wer im blauen Team ist Zamir. So, und in dem Fall jetzt auch Zippo, aber er hat sich ja umbenannt als Zamir. Wobei Und ich sagen muss, Samir ist mein Gore-Name. So nennt man mich auf Planet Gore und auf Erde bin ich halt noch immer noch der Zipi. richtig, so. Oder wie mich andere Leute nennen, der Zipfelklatscher. Ich habe die Waffen habe ich auf 1 oder auf 2 liegen. Das heißt, wenn ich auf 1 klicke, habe ich den Bogen, wenn ich auf 2 klicke, habe ich das Schwert. Normalerweise habe ich auch ein Schild an, aber ne, ich habe mir mal gesagt, es geht auch mal ohne. Natürlich ist logisch mit Pfeil und Bogen weit weg und von Nahkampf, wie das Wort schon sagt, mit Schwert oder mit was weiß ich was, mit Wurfdinger und was man da noch alles nutzen kann an Waffe für den Nahkampf. Gibt ja verschiedene Kampfarten. So, ich tue das dann gleich mal starten, das Ding. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf Starten. Normalerweise macht das natürlich der Teamleader. In den Hinsichten ist es ja auch ein Teamleader, der dies Ganze hier macht und startet, wenn das Event losgeht. Der startet natürlich. Dann heißt es in der Konferenzraum, heißt es dann in 10 Sekunden startet es zum Beispiel. Dann weiß man, aha, es ist aufgestellt. So, ich weiß jetzt nicht, ob ein Timer abläuft. Auf jeden Fall ist die Aufgabe, dass ich die blaue Flagge hole und Zamir die rote. Natürlich wird er mich umnatzen, das weiß ich jetzt schon, weil er stärker ist wie ich. Und ihr seht auf der Minimap meine
meine Pfeile. Und da kommt er auch schon angetackelt. Da ist er. Ja. So, und ich muss jetzt, eigentlich muss ich zusehen, dass ich ihn umnatze, was natürlich nicht funktioniert, weil ich nicht gut bin. Aber er wird mich, glaube ich, umnatzen eher. Warum habe ich jetzt hier keine Pfeil und Bogen gezogen? Weiß auch keiner. Ach, ich bin schon tot. Ah, ich bin schon tot. Seht ihr? Habe ich gar nicht bemerkt. Keine Angst für die Leute, die das eventuell ein bisschen triggern mit Blutspritzen, oder eventuell gibt es ja auch Leute unter euch, die das eventuell triggert mit es könnte Blut oder was spritzen. Funktioniert nicht. Also, ne, nicht in dem Hinsicht. So, bei mir läuft jetzt ein ja, das ist immer so unsere, was wir immer ab und zu, wenn wir zusammen das hier machen, dann mache ich das meistens auch immer die Geste ab, Schelle rechts, Schelle links von Bud Spencer. Es läuft natürlich bei mir jetzt oben ein Timer ab. Das seht ihr, 4 Minuten und 15 Sekunden. Es gibt natürlich nicht nur dieses Capture of the Flag, was Zamir öfters mitmacht, das ist dieses Raiden. Und da gibt es dann auch noch verschiedene Sachen, wo ich eventuell vielleicht auch noch, das Video wird ein bisschen länger gehen als wie sonst, weil dann können wir das auch gleich nochmal mit einbinden, was Raid bedeutet. So, in der Zwischenzeit, wo der Timer abläuft, kann ich euch ja ein bisschen noch erzählen, was eigentlich Raid ist. Raid ist so fast das Ähnliche, das heißt, die Gruppe, soweit ich es, man möge mich korrigieren, und ihr seht gerade, der Zamir ist drüben wieder angekommen auf seiner, und dann heißt es zum Beispiel, gestern Abend war ein Turnier, ne, hat Rot 10 und Blau hat 6 Flaggen bekommen. So, und dann geht man hier, wenn das rum ist, geht man hier auf sein Bällchen, und dann heißt es dann TP der Basis, und dann kann man dann hier oben einfach resetten. Was Ne? noch etwas ganz Wichtiges ist, wenn ihr im Capture the Flag steht der ZCS-Meter, weil wir machen das hier mit einem ZCS-Meter auf Game. Und bitte erst nur dann resetten, wenn ihr wieder zurück auf eurer Homebase seid. Richtig. Weil alles andere würde man durcheinander kommen. Ich habe gestern auch ein paar Spiele gesehen, die während drin resettet haben und so weiter. Ja, und es gibt auch eine bestimmte Seite, eine Internetseite, wenn ich sie, vielleicht kann mir sie nachher Zamir in der IM geben, dann gebe ich sie natürlich auch unten mit bei, dann könnt ihr mal gucken, wer sowas und so weiter und so fort. Ne? Da Wobei werden, das, wobei das Ranking nicht auf Game gezählt wird. Das Ranking, was der gratis Handy anspielt, spielt auf Zitrone ab, ja, spielt auf Combat. Das heißt, euer Meter müsste auf Combat stehen und dann loslegen. Dann wird es gezählt. Wenn es auf Game steht, zählt es nicht. okay, das ist wieder was Neues, seht ihr? Man lernt immer noch was dazu. So, und so geht das eigentlich der ganze Abend. Ne? Dann startet es mal, dann tut es enden, und halt wie in manchen Situationen halt auch, der die meisten Flaggen gehisst hat, der hat halt gewonnen. Es gibt aber auch eigentlich keinen Gewinner und kein Dings. Ne? Ähm, So, Sandy, komm mal zu mir und hol mal die Flagge, damit deine Zuschauer mal sehen, wie das aussieht, wenn du die Flagge hast. richtig, so. Dann mache ich das mal. Es wird jetzt ein bisschen dauern, weil es kann natürlich sein, dass hier ein bisschen hin und wieder ein bisschen mehr Leute auf die Sim kommen wegen Lag. Deshalb kann ich das der Abend nicht streamen, wenn hier für uns Europäer zwischen 21 22 Uhr läuft. Ne? Ihr dürft natürlich mich, oder ihr dürft natürlich, wenn ihr auch Fragen habt, in Zamir anschreiben. Der tut euch natürlich auch gerne alles erklären. Das ist ganz klar. So. Nach den Regeln der Waffen ist es Sim von Sim abhängig. Man kann gerne bei Sandy und mir gucken. Wir haben zwei Gruppen dazu. Einmal Capture the Flag und einmal der Raid Messenger. Die Gruppen sind frei zum Join. Da findet ihr alle auch noch Informationen darüber, wann wo was ist. So, richtig. So, und jetzt seht ihr, ich habe die Flagge, wie ich sagen würde, am Arsch kleben. Ne?
Und jetzt muss ich versuchen, natürlich ist es jetzt logisch, wir beide sind logisch momentan alleine, ne, da geht das ein bisschen so zum Zeigen, aber normalerweise müsst ihr hier ungefähr so 15, 16 Mann euch vorstellen, im Höchstfall. Ne? Und wenn ihr halt den Flaggenträger seht, von der gegnerischen Flagge, so wie es gerade bei mir der Fall ist, müsst ihr versuchen, ihn zu legen, um die Flagge wieder zurückzuholen. Aber das liegt auf der Hand. Richtig. Man kann es mit Bogen machen, in der Regel ein Bogen, einmal Nahkampf und dann gib ihm. So. Seht ihr? Jetzt heißt es Blau 6 und Red 11, weil ich die Flagge geholt habe. Ne? Und den Fall kann man dann hier auch auf Resetten. Das ist eigentlich die ganze Handhabung hier momentan von dem CTF. So, Vielleicht noch ein kleiner Tipp dabei, wenn ihr CTF seid oder gerade mitmacht, haltet euch an die Masse, bleibt zusammen. Versucht euch so wenig wie möglich zu verstreuen. Weil wenn ihr alleine unterwegs seid, habt ihr meistens keine Chance. richtig. Also bleibt mit eurem Team zusammen. Natürlich bildet sich irgendwann mal auch so ein Grüppchen zusammen, ne, wo dann heißt, wir machen dann CTF, magst du mitmachen oder so? Und dann tut man sich eventuell, die sehen ja auch selber, wo man die jeden eventuell dann hinsteckt. Die und die sind stark, die und sind schwächer. Und das wissen die ja nach einer gewissen Zeit, wenn man das regelmäßig mitmacht, kennen die schon ein bisschen die Leute und wissen sie auch eventuell überall hinzustecken. Gestern zum Beispiel hatten wir, glaube ich, auch von den Pandas jemanden hier und dann hat man richtig gemerkt, die haben natürlich ein bisschen mehr drauf, als wie ich es hatte. Wir hatten, Blau waren, glaube ich, ziemlich die Anfänger mit ich bei auch und das hat man gestern auch schon gemerkt. Ne? Ich weiß nicht, wann das zurückgesetzt wird. Ja, und so hält sich das auch eigentlich mit den Raids bisschen zusammen. Ne? Die Raids sind so, ihr habt euch zum Beispiel, ich bitte dich dann so mich zu verbessern, wenn ich was falsch sage. Ähm, Zum Beispiel, du hast deine RP-Sim, wo du gerade bist oder deine Stadt, äh, tut sich zusammensetzen und sagt, wir wollen eine andere Stadt angreifen. So ein bisschen als, wie man ja auf Englisch sagt, Raid. Ja. Dann natürlich ist es im Discord immer einer so würde zum Beispiel jetzt ich zum Beispiel sagen, Zamir sei Marit-Leader. So, dann muss ich das, was er sagt, natürlich in dem Moment befolgen. Da gibt es kein Wenn und gibt es kein Aber. Das gibt es natürlich jetzt hier bei bei dem CTF natürlich nicht. Da kann man zwar auch spielen, es gibt zwar auch die Möglichkeit, dass man einer ausgewählt wird und den muss man halt beschützen. Ja, momentan ist er wieder bei mir gerade da als Wolke. Das ist halt nun mal so. Ach, da gibt er mir gerade die Seite noch besser. Ne, die gebe ich euch dann natürlich nachher bis Ende des Videos mit bei. Gut, da muss ich jetzt mal raus, weil ich habe noch Training. Du Also hast noch, Leute, ne, du hast noch Sandy, Training. also ganz kurz und knapp noch erklärt mit den ganzen, mit dem Raid. Es gibt einen Raid-Leader, meistens sind das 1 oder 2 Leute. Und es herrscht natürlich in der Gruppe Disziplin. Das heißt, nur der Raid-Leader quatscht, erklärt die Taktik, zeigt natürlich die ganzen Dinge, ja, die ganzen Umgebungen. Und dann müsst ihr halt versuchen, im Raid die Angreifer zu verteidigen oder beziehungsweise anzugreifen. Richtig. Es macht Spaß. Meldet euch ein paar, guckt einfach mal am ZCS-Meter ran. Da ist auch eine Rubrik Raid Finder. Da könnt ihr mal ein bisschen gucken und ja, wir sehen uns dann irgendwann mal vielleicht im Kampf. So, und ich muss rüber. Ich muss noch ein paar auf die Fresse hauen.
Okay. Also dann sage ich mal, danke und, fürs Erklären und, ja, bis dann auf bald, Samir. Und, ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder so, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst was habt, entweder mich anschreiben oder halt Zippo anschreiben, ne? Also, bis dahin, eure Sandy.